I have some pictures that I would like to show your audience if you don't mind. Now, what you're seeing here are pictures of Saints Row a few short years ago. Parents, you might want to tell your kids to leave the room. There will be minorities in these photos. Like I was saying, in the past, this district was filled with gangs, hookers, and drugs. Now, Alderman Hughes... A great man who was taken from us far too soon. Alderman Hughes had a vision for Saints Row. He wanted to pull the district from the depths of depravity into a brighter future. Now, we at Ultor could not agree more. That's why we spent considerable resources turning this into this. Crack houses to corporate parks, pimps and hoes to cops on patrol. Amazing. Just amazing. I think we all owe Ultor another round of applause. Man is a hero! I'm not saying that he's not. I'm saying that a man who ran with a gang... He was undercover! He was in the Saints for a long time. Is it really that hard to believe that people have problems with him being announced chief of police? He's responsible for sending the Saints behind bars. And now 3 new gangs have taken their place. You telling me you want Johnny Gat back on the street? And the ones who know about the programs are the ones who get some money. This footage was taken last night as the Brotherhood went on another looting spree, this time focusing their wrath on the recovering community of Espada. People watched in horror as the crazed individual known as Mero led his men on a violent night of chaos. With no end in sight to the gang epidemic, one has to ask, what are the police doing? Ultor, a brighter future and a better life. Years ago, these serene waters were shaken as Mayor-elect Richard Hughes' yacht was destroyed by a tremendous explosion in what was at the time the second assassination of a major public figure. Stillwater University, a place of learning or a state-funded opium den. These kids are smoking Loa Dust, a popular designer drug that is sweeping across the city courtesy of a street gang known as the Sons of Samdi. I hit the campus to get some of the students' take on this dangerous epidemic. As a student here, what are your thoughts on drug problem facing this campus? Oh, I'm not a student here. I just come here for put. It was a warm spring day when Shogo Akuji and his Ronin announced their presence to Stillwater. One swing was all it took. Now, some misguided people would say that by turning Saints Row into a glass and steel utopia, all you've accomplished was the displacement of low-income families, which, you know, to me sounds like an added bonus. Well, I don't know about it being a bonus, but it's like my father said, and if you're gonna build an ivory tower, you're gonna have to kill a few elephants. Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt, nämlich Let's Play Saints Row 2. Ja, ein paar Sachen vorweg. Erstens, ich spiele hier die PlayStation 3 Version. Das heißt, es gibt keine Erfolge, keine Trophys springen auf. Also wenn ihr euch wundert, warum ich nichts freischalte, das liegt daran, das Spiel ist schon etwas älter. Das war bevor es auf die PlayStation 3 die Trophys gab. Ja, für alle, die etwas jünger sind, es gab nicht von Anfang an auf der PlayStation 3 Trophys. Die sind erst später dazu gekommen und ein paar alte Spiele haben nie ein Patch dazu bekommen. Unter Alderman Hughes, Mayor Winslow, Aisha, Chief Monroe. All murdered by that asshole who's been sitting in intensive care on taxpayers' money. Well, he said he wouldn't pull the plug. Lord knows why. Anyone call the chief? Couldn't get through. The press has been mobbing him with phone calls. Oh, about the... Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patient? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion, I'd say pretty good. Coming through! What happened? Shanking. Put him over there. Sorry about that. Have they said anything yet? Not yet. But I'm about to take the bandages off. So, und da können wir uns unseren Charakter erstellen. Eine Besonderheit ist, dass wir im Gegensatz, also das habe ich auch nur nachgelesen, ich habe Saints Row 1 auch nie gespielt, aber dass wir jetzt auch ein Geschlecht auswählen können. Und ja, da ich natürlich den Hauptcharakter die ganze Zeit beobachten werde, schaue ich mir was Ansprechendes an. Deshalb werde ich hier auch ein bisschen länger drin sein. Kaukasisch. Und ich bin ja, also das muss ich jetzt zugeben, ich habe so einen kleinen Alter, ja, machen wir die jung, okay. Ich habe ja der Körperbau gefällt mir, Haare. Ich habe so einen kleinen Faible für Rothaarige.
Und ja, also das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ihr meine Let's Plays zu Mass Effect 3 gesehen habt. Da spiele ich ja auch eine rothaarige. Das ist einfach so, da habe ich so eine kleine Schwäche dafür. Zweitfarbe, machen wir hier noch ein bisschen so etwas dunkler. Gut. Aber natürlich die Gesichtshaarfarbe, Kopf da. Ich brauche jetzt noch eine gescheite Frisur, weil das gefällt mir nicht ganz so. Dreadlocks auch nicht. Ich bin eher so der klassische mit langen Haaren. Tribal-Stern, was ist denn das hier? Nee. Volat. Nein. Überhaupt keine Frisur. Nein. Schulterlang links geteilt. Nein. Oben spitz mit gefärbt. Nein. Links geteilt. Was ist das? Langwellig. Ah, das kommt schon. Lang gerade. Ah, lang asymmetrisch. Ja, das mag ich. Sowas mag ich. Okay. Ich glaube, mehr müssen wir. Der Rest gefällt mir eigentlich. Nein, jetzt ist die Frisur weg. Lang in der. Nein, komm. Ah, jetzt ist es wieder weg. Nach hinten. Verdammt. Lang und asymmetrisch, da haben wir es. Okay, Auswahl. So, jetzt haben wir es. Was man noch machen könnte, wir könnten jetzt ihr auch noch so einen Oberlippenbart geben und Koteletten und allerdings, ja, nein. Das ist ganz witzig, wenn man einen Koop-Modus spielt, aber nee, nicht für das eigentliche Spiel. Make-up, sieht eigentlich ganz toll aus. Jetzt können wir hier noch gestimmt machen, das ist auch noch ganz nett. Can't win them all, unless you're me. It's been way too long since I shot someone. You put just like old times. I'm just waiting for someone. Keep an eye out for trouble. Ja, ich glaube, die passt am I'm in besten. charge for a reason. Jetzt haben wir hier noch Gesichtsausdrücke. Können wir mal ganz kurz durchgehen. Die sehen alle etwas skurril aus. Vor allem, wenn sie damit die ganze Zeit rumlaufen würde. Da kann man kann sogar die einzelnen Zähne angucken. Das ist ganz nett gemacht, aber okay, wenn du da in dunklen Ecken in Steelport rumläufst, dann nee. Dann nimmt man dich als Boss der Gang nicht wahr. Ich mache hier erstmal ein ausdrucksloses Gesicht, aber Bewegungsstile. Wir haben die Standardfrau, die Standardfrau 2, Gangsterfrau, die Zuhälterfrau, Hüpfstil, schwungvoll, Schwingstil. Dann haben wir die ganzen Männer. Gangsterstil, yeah. Aber wir sind ja eine Frau, also. Aber wir sind ja natürlich. Man soll ja wissen, wer hier die Frau in der Town ist. Okay, wir haben hier Kampfstile, da können wir nur einen haben. Da gibt es wahrscheinlich später mehrere. Not bad. Da können wir uns jetzt noch ein passendes Kompliment aussuchen. I got happy feet. Hey. Yes, sir. Hey. That's right, number one. Ja, das passt doch dazu. Und noch eine Spottgeste. Da gibt es auch ganz nette. Ganz witzig. Honey, you do not know who you're fucking with. Nee. Fuck off. Try these on for size, biatch. Ja, das kommt eher beim Mann gut. You wish you could have this. Oh yeah, I wish. Okay, nehmen wir das. Okay, und damit haben wir eigentlich auch schon alles und dann können wir das Spiel starten. Ja. Ausbruch, Third Street. Yes. That looks like it healed nicely. Be careful, Doctor. Your patient's dangerous. You got anything you want to say to the judge, you better start thinking of it now. You're wasting your time. Let's get a hold of Troy. Hey, is it really you? Do I know you? My brother was in the Saints and he told me all about you. Listen, we gotta get you out of here. Well, I'm sure if we ask nicely. I know a way out. Yeah? Then why are you still here? I heard you were in here and I wanted to bust you out. Getting out of here is a two-man job and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk to you. Doesn't that show I'm loyal? It shows that you're dumb enough to let yourself get stabbed. I'm trying to help you. You know what I got the last time I trusted someone? Blown the fuck up. You need me. The hell I do? I got the Saints. Sure you do. What's that supposed to mean? How long do you think you've been out?
Hey, I don't know, man. 2-3 weeks? Look, I know you think you're a badass, but do you even know where you're at? Without me, you'll be wandering around the prison for hours. Even if you manage to hide from the guards that long, and if you actually figure out how to make it outside these walls, you're just gonna find out that you're sitting on a goddamn island. And I'm pretty sure you can't outswim the Coast Guard. You got a boat stashed here? No, but I know where we're gonna steal one. All right, let's get out of here. Ja, wir sehen, dass die deutsche Übersetzung doch ein klein bisschen abweicht von dem Gesprochenen, aber egal. So. Okay, L2. Ich muss mich immer ein bisschen umorientieren, weil ich spiele ja normalerweise immer auf der Playstation und nicht auf der Xbox, und das sind jetzt natürlich andere Bezeichnungen. Okay, L und R2 schlagen, gleichzeitig trocken und hältst du länger gedrückt. Okay. Landest du bei einem Feind 3 erfolgreiche Schläge, so löst sich ein vernichtender Komboschlag aus. Okay. Let me Oh. Der wehrt sich ja, der. Ja, und volle. Oh, der. Anyone else want their ass kicked? We can either try to sneak out through the roof or charge out the Wir gehen ein bisschen sicher. So, wir können jetzt einfach das Tutorial überspringen oder das Tutorial machen. Ich mache es jetzt einfach mal, damit wir es gesehen haben. Und ist ja auch ein bisschen story-relevant. I think we might pull this off, Carlos. Aua. Surrender or Are you done? Keep trying. Ah! Fuck! Ah! Ja, und volle. Oder. Nee, der ist weg. So, jetzt haben wir einen. Nee, der ist noch da. Ah. I'd start running if I were you. Follow me. I know the way out. So, jetzt können wir ganz kurz noch die Waffe auswechseln. Das ist noch genauso wie in Saints Row 3. Also Okay, we gotta climb these pipes up to the roof. Okay, springen ist die Taste hier. Ich bin irgendwie immer an A, X So, do you und B remember und so my weiter brother? orientiert. He was the one in purple, right? Ja, der Typ in Purple, wie alle. So what are you gonna do when you get out of here? Not get blown up. So. Okay, wo geht's weiter? Da, hier. Minikarte. Dies ist deine Minikarte. Markierungen und GPS-Anzeigen führen dich zu deinem Ziel. Drücke X, um den Pausenkarten... Was? Um auf der Pausenkarte weg... Okay. Hopp. Töte den Wächter und nimm ihm seine Waffe ab. Get those hands! Party time! Bleibst du da unten? Okay. Waffen aufsammeln. Wenn du über Waffen läufst, sammelst du automatisch ein. Du kannst die Waffen wechseln, indem du Kreis drückst. Okay. Yeah. Fernkampf. R2 und mit L2 drückst du. Okay. Damn, that felt good. Maybe going out the front door wouldn't have been such a bad idea after all, huh? Ah, naja. Schon. Irgendwie. Freak! Der Nussknacker-Move ist also immer noch drin, oder noch schon drin. We're not out of here yet. Aha. Immer schön auf die Minikarte gucken, wo es lang geht. Told you I'd get you out of here. I gotta tell you, Carlos. I'm impressed. Und Zielmodus. Drückst du R3, gelangst du in den Zielmodus. Benutze ihn, um besser. Okay. So, dann müssen wir jetzt hier. So, also man sieht schon, dass es dadurch, dass es nur eine einfache Flucht ist. Das Szenario ist nicht ganz so abgedreht wie Saints Row the Third, aber ich glaube, so ein oder zwei Sachen, wenn wir so Hubschrauber mit einer normalen Handfeuerwaffe abschießen können. Es wird ein paar interessante Stunden geben. Sprinten. R1 zum Sprinten. Okay. So. Habe ich die aufgesammelt?
Mal gucken. Ja, meine Shotgun. Tombstone. Ja, wir flüchten jetzt einfach. Aua. Wir sollen ja rennen. Also rennen wir. Dann kriegen wir das auch ein bisschen. Hallo? Wo ist hier eine Tür? Irgendwie fühle ich mich gerade... Ah, okay. Ich sag nix. So, okay. Rennen. Ja, wir halten auch auf normal aus. Das ist auch nicht schlecht. Und... Man the gun! I'm gonna get us out of here! Ja, ja. Los. Ich bin an der Waffe. Got this! Oh, da ist noch einer. Gotta keep those bitches off us! Hubschrauber, 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 Hubschrauber. Jetzt schwimmt der Hubschrauber, das ist auch nicht schlecht. Da kommt der nächste. Okay, der ist zu weit weg. Oh. Oh, hell yeah! A couple more hits like that and we might not make it to shore. Okay, sonst noch irgendwas hier? Ah, da kommt ein Hubschrauber. Almost home free, baby! Jo. Ich glaube, das war's, oder? Oh, nee, da kommt noch was. Da kommt... Irgendwas kommt... Ah, hier oben. Bleibst du hier? Okay, wir haben es geschafft. Juhu. That's the road? It is now. Jesus, when did this happen? When Ulter got involved. The clothing company. After Hughes was killed in that bombing of yours, Ulter picked up the pieces. Now they're everywhere. On TV, on billboards, in stores. Hell, if you ever forget who Ulter is, just look towards Saints Row and you'll see that fucking eyesore. Here we are. Where can I find the other saints? What other saints? What you talking about? Without anyone to lead them, the saints fell apart. Once the Brotherhood, Ronan, and Samdi showed up, the few that were left dropped their flags before they got killed. Well, that's fucking great. Look, I know you didn't ask for it, but my advice is to just keep your head down. The cops are looking for you and a lot's changed. I say you just go buy a beer and soak up as much information as you can. Thanks, Carlos. Anytime. Ja, und damit wäre es geschafft. Unsere erste Mission ist geschafft. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle auch eine kleine Pause. Ja, aber was sehen wir bis jetzt? Steelport hat sich... Ist es? Nee, Stillwater. Steelport war das andere. Stillwater hat sich extrem geändert und 3 andere Gangs haben sich breit gemacht. Und natürlich ist es unsere Aufgabe, die Saints wieder nach oben zu bringen und die anderen 3 etwas bei der Leine zu halten, um klein oder K.O. zu machen. Aber das wird dann erstmal in den nächsten Folgen passieren. Jetzt erstmal macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.